Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 220 hier auf dem afrikanischen Kontinent und ich habe das Land, vor dem alle gewarnt haben, Nigeria, gut überstanden. Ich konnte letzte Nacht noch erfolgreich Nigeria verlassen und nach Benin einreisen. Ich werde hier und auch im nächsten Land Togo leider nicht sehr lange bleiben können, da mein Kumpel Jan schon in ein paar Tagen in Ghana ankommt. Ich lerne gleich am ersten Tag Paul kennen. Er ist Pastor hier und lädt mich sofort in die Kirche und zu sich nach Hause ein. Paul hat direkt beim Nachbar einen Schneider beauftragt, auch mir ein afrikanisches Gewand zu nähen, welches mir später noch sehr nützlich sein wird. Hier wird gerade mein Gewand angefertigt für morgen. Richtig geil, ey. Endlich mal ein afrikanisches Gewand. Danke, Paul, für diese wunderschöne Erinnerung. Schon wieder umzingelt von Kindern hier auf den Straßen von Cotonou in Benin. Es ist einfach nur richtig cool. Ich sitze jetzt hier schon 2 Stunden. Ich lasse jetzt gerade endlich mal mein Auto schrubben. Es sah nämlich echt aus, hat innen langsam angefangen zu modern und zu stinken und deswegen bin ich gerade umso happier. Hier liegt alles draußen, mein ganzes Zeug. Ich muss sagen, Cotonou gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut und jetzt habe ich heute bei der Botschaft ein Visum beantragt für Ghana. Also das kann ich am Donnerstag abholen. Jetzt bin ich 3 Tage hier in Cotonou. Und ich habe gestern am Strand echt was Verrücktes erlebt, weil die ganzen Leute hier einfach nicht schwimmen können. Und ich habe noch nie einen Strand gesehen, wo so viele Menschen am Strand waren und kein Mensch im Wasser. Ich war der Einzige, der im Wasser war und die haben mich angeschaut, allein schon, weil ich weiß bin, aber noch viel, viel mehr fanden die das krass, wo ich ins Wasser gegangen bin, geschwommen bin und mich von den Wellen umschmeißen lassen habe. Und dann standen die einfach wirklich eine halbe Stunde am Ufer, also wirklich hunderte Leute haben Bilder von mir gemacht, gefilmt und sonst was. Und ja, also ich hätte hinterher meine eigene Sekte gründen können. Ich sag's wie es ist. Also die wären mir überall hingefolgt. Später erfahre ich von Studenten, dass hier ganz viele Menschen nicht schwimmen können und an bestimmte Wassergötter glauben, die sie hinein ins Meer ziehen. Keine Ahnung, wo ich heute Nacht penne. Vielleicht penne ich auch einfach hier irgendwo. Ich bin jetzt mitten in der Stadt und ja, ich habe letzte Nacht bei dem Missionar daheim gepennt. Habe mit denen auch den Gottesdienst zusammen verbracht, was auch echt spannend war zu sehen, wie die den Gottesdienst verbringen, weil die halt völlig eskalieren hier und völlig ausrasten. Aber da habt ihr sicher schon mal Videos gesehen, wie die Leute hier Gospel machen, wie die singen, wie enthusiastisch die sind. Die Kids suchen alle. Oh. Alter. Okay, ich wollte jetzt noch ein paar Bilder vom Auto machen, wenn es jetzt mal sauber ist. Ey, beruhigt euch, beruhigt euch. Ah. Reach out and put your music on, so no matter how young or old, you got let the good time roll. But until you say right on. Can't wait any longer. My love cannot linger. Ich bin in Benin. Das Land erstreckt sich über etwa 114.000 Quadratkilometer und ist damit vergleichbar mit der von Baden-Württemberg und Bayern.
Die Bevölkerung liegt bei etwa 14 Millionen Menschen. Die Hauptstadt Porto Novo hat zwar repräsentativen Status, doch das wirtschaftliche Zentrum ist die Hafenstadt Cotonou, in der ich mich auch gerade befinde. Benin war einst das Zentrum des Königreichs Dahomey. Daher hieß das Land bis 1975 auch Dahomey. Es wurde im 19. Jahrhundert von Frankreich kolonialisiert und ist ähnlich wie viele andere Länder in Afrika seit 1960 unabhängig. Die politische Landschaft hatte danach einige Umbrüche und Putsche, bis 1990 schlussendlich eine neue Verfassung verabschiedet wurde, in der Menschenrechte, Freiheit zur Gründung von politischen Parteien, das Recht auf Privateigentum und das allgemeine Wahlrecht festgehalten wurde. Auch wenn die Landeshauptsprache Französisch ist, darf man nicht denken, dass das die einzige gesprochene Sprache ist. Ähnlich wie auch in anderen afrikanischen Ländern gibt es auch hier in eine Vielzahl an verschiedenen im Alltag noch gesprochene Sprachen, 53 verschiedene allein hier in Benin, um genau zu sein. Ursprünglich war der südliche Landteil von tropischem Regenwald bedeckt, der heute weitgehend abgeholzt ist und so gut wie nicht mehr existiert. An seiner Stelle wurden viele Palmwälder gepflanzt, deren Öl in allen möglichen Produkten verwendet wird. Ansonsten ist der vorherrschende Vegetationstyp im Land die Savanne. Die Wirtschaft Benins basiert auf Landwirtschaft, insbesondere dem Anbau von Baumwolle, Palmöl und Cashews, sowie dem Handel über den Hafen von Cotonou. Trotz Fortschritten lebt hier knapp die Hälfte der Einwohner in absoluter Armut mit weniger als 1,90 $ pro Tag. Benin bietet faszinierende kulturelle Traditionen, darunter animistische Traditionen und Voodoo, was hier seinen Ursprung hat. Diese Religion ist eng mit der Kultur und Geschichte des Landes verknüpft und wird bei Zeremonien mit rituellen Tänzen, Opfergaben, Trommeln und Gesängen gefeiert. Ein Land, in dem ich wie auch in Togo nur sehr kurz bin und daher nur einen sehr kurzen Einblick bekomme. Nachdem ich nach der Putzaktion noch ein Stromkabel abreiße, welches über die Straße gespannt war, fahre ich noch zu dem größten Markt Westafrikas. Ein Markt, welcher sich über 20 Hektar Fläche erstreckt. In diesem Labyrinth von Gassen gibt es wirklich nichts, was es nicht zu kaufen gibt. Ich laufe gerade durch den größten Markt Afrikas, scheinbar, wurde mir bereits gesagt. Und ich finde gerade selber nicht mehr raus, es gibt hier so viele Gassen und verwinkelte Straßen, es ist komplett irre. Vorhin war ich auf einem Voodoo-Markt, da gibt es Krokodilköpfe, Pferdeköpfe, getrocknete Hunde, Katzen, alles zu kaufen, Schädel, Knochen. Es ist wirklich abgefahren, aber da hätte ich irgendwie Geld zahlen sollen und dann haben sie mich irgendwann rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, hey, andere laufen hier auch ohne Geld zu zahlen rum. Und dann haben sie mich irgendwie gehasst und dann bin ich abgehauen. Und seither laufe ich jetzt einfach hier durch die Streets. Schauen mich alle voll blöd an. Ich glaube, die sehen hier nicht so viele Weiße durch die Märkte spazieren. Und es ist einfach ziemlich krass, wie hier alle rumliegen, wie hier alle ihr Zeug verkaufen. Ich weiß nicht, wie die das in der Corona-Zeit gemacht haben, wo es scheinbar hier verboten war, auf den Markt zu kommen. Aber ich meine, die Leute, das ist ihre einzige Einnahmequelle. Es gibt ja extrem viele Farmer und so, die halt hier ihr Zeug verkaufen. Und wenn die das da verboten hatten, dann hatten die einfach null Einnahmen mehr. So, ich bin jetzt endlich wieder draußen aus dem Markt. Ich konnte leider nicht überall filmen, weil die Leute da überhaupt gar nicht feiern, wenn man filmt und sehr pissig werden, wenn man nur das Handy rausholt. Wieso auch immer, keine Ahnung. Wenn man dann kurz mit denen labert, dann ist auch alles easy. Ich habe, glaube ich, alleine da drin jetzt gerade gefühlt 10 Heiratsanträge von Frauen bekommen. Oh Mann, ey. Krass. Leider muss ich heute schon weiter. Aber mir gefällt es hier in Benin echt richtig gut. So, ich bin inzwischen in Togo und ich habe leider keine Zeit, mir das Land anzuschauen. In genau 2 Tagen kommt der Jan in Ghana an.
Alter, ich bin in Ghana. Geil. Oh, es hat geklappt. Nach wieder viel hin und her. Die wollten 20.000 CFA von mir haben. Wieder so eine korrupte Scheiße, die mich einfach nur aufgeregt hat. Und in dem Moment habe ich irgendwie keinen kühlen Kopf bewahrt und habe halt falsch reagiert. Hab wahrscheinlich zu überheblich gesagt, dass ich weiß, dass das halt Korruption ist und ich nichts zahle. Und dann waren die übelst mad at me und übelst pissig und haben gesagt, ich kann gleich wieder verschwinden und so. Und hab's dann noch 2-3 Mal probiert, habe aber gesagt, wenn sie mir keine Quittung geben, zahle ich nichts. Ist mir egal, dann gehe ich lieber zu einer anderen Grenze. Und die dachten wahrscheinlich, ich bluff. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ciao, macht's gut. Hab das Auto angemacht, bin wieder rausgefahren aus der Grenze, war dann für 2 Stunden illegal im Land, weil ich ja schon den Ausreisestempel bekommen habe, aber die haben mich wieder reingelassen. Bin jetzt zur nächsten Grenze weiter in den Norden gefahren. Naja, wie auch immer, ich habe es nach Ghana geschafft, mit mehr oder weniger Problemen. Und jetzt fahre ich nach Accra. Jetzt habe ich noch eine Nacht, bevor ich morgen meinen Kumpel abhole. Geil, dann sind wir zu zweit unterwegs. Richtig Bock, Ghana zu erkunden. Hier ist ja wieder englischsprachig. Ich fahre an einer Menschenansammlung vorbei, die sich als Beerdigungszeremonie herausstellt und erfahre, dass die Ghanäer einen regelrechten Kult rund um den Tod pflegen. Überall in den Straßen hängen Schilder und Plakate mit Fotos von Verstorbenen, auf denen zur Zeremonie eingeladen wird. Teilweise finden sogar Monate nach dem Tod noch zusätzliche Feiern statt. Je mehr Menschen teilnehmen, desto besser. Das soziale Prestige der Familie spielt hier eine extrem wichtige Rolle. Es wird 3 Tage lang gefeiert, gegessen, getrunken, getanzt, gelacht und geweint. Ob alle Tränen echt sind, weiß man nicht, denn ich erfahre, dass für Beerdigungen oft mehr Geld ausgegeben wird als für Hochzeiten und manchmal sogar Frauen engagiert werden, die für die Verstorbenen weinen. Es gibt sogar einen ganzen Industriezweig, der sich hier auf außergewöhnliche und verrückte Särge spezialisiert hat. Irgendwie ziemlich verrückt das Ganze. Bye bye! Ghana ist ja nur geil. Echt sehr, sehr schade. Ich habe jetzt gerade einen richtig geilen Platz am Strand gehabt und dann kam ein Security-Typ, der hier für einen 20 Kilometer Streifen zuständig ist, hat er gemeint, und der hat gesagt, ich darf hier nicht schlafen, weil er sonst verantwortlich ist, wenn was passiert, und dass da Fischer sind, die mich dann nachts ins Wasser reinschmeißen und so ein Scheiß. Ah, ja, schade. Jetzt bin ich wieder unterwegs und suche einen neuen Schlafplatz. Ist ziemlich krass hier. Rechts direkt die Lagune, links direkt das Meer. Hello. How are you? She looks really skeptical. So, es ist jetzt mein zweiter Tag hier in Ghana. Ich bin wieder umzingelt von Kids und habe hier einen richtig coolen Platz gefunden, direkt am Strand. Und ich meine, schaut es euch an. Wunderschön, ewig lange Strände, Palmenwälder. Gestern noch mit den Einheimischen. Da ist extra einer für mich hochgeklettert, hat 3 Kokosnüsse runtergeholt. Ich bin überall rumgelaufen, habe mit den Leuten gequatscht. Der komplette Platz hier wurde einfach überschwemmt, wird mir gerade erzählt. Ich meine, auf der Seite ist das Meer und auf der Seite ist direkt die Lagune. Und es hat in der letzten Regenzeit so viel geregnet, dass einfach das komplette Wasser hochgekommen ist und die alle ihre Häuser verloren haben. Die Schule neu gebaut werden musste und die ihre Häuser verlassen mussten, und jetzt haben sie kein Geld, das wieder neu aufzubauen. Aber trotzdem sind die natürlich alle happy drauf, solange sie ein bisschen was zu essen haben und leben können. Und jetzt schauen wir mal, was die da vorne so machen. Die essen eigentlich nur Kokosnüsse, machen Palmwein aus den Palmenstämmen und leben halt vom Fischfang und halt sonst noch ein paar andere Meereslebewesen.
Nachdem ich erfahre, dass hier einfach so an den Strand gekackt wird, sind die netten Einheimischen mir nun komplett sympathisch. Auch hier wieder pure Lebensfreude, die einfach ansteckend ist. In 10 Minuten kommt mein Kumpel Jan hier an in Ghana, in Accra, und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich freue mich jetzt richtig darauf, dass es jetzt gleich zu zweit weitergeht. Ich hoffe, mein Kumpel kommt gesund und munter an. Wenn du das hier siehst, richtig geil, dass du dabei bist. Es wird ein geiler Trip werden. They just wanted to be in my YouTube video. You see that straight out from Ghana! Yes! Jans erste Fahrversuche mit einem Rechtslenker. Wie läuft's? Nein, scheiße, schon wieder der erste. Alter, nicht. Oh Mann, das ist schrecklich hier. Das ist wie, als wäre ich gerade Fahrlehrer und du hättest die erste Fahrstunde, Mann. Ja, ist schon ungewohnt mit dem Karren. Hello, hello! Auch wenn hier vieles sehr ungewohnt ist, akklimatisiert sich Jan schnell. Ich muss ihm natürlich gleich meine neu gelernten Skills zeigen. Jetzt sind wir gerade übelst in so einem Rich Spot. Wir sind gestern einfach per Zufall, wollten einfach noch was essen, weil wir jetzt ja aufs Visa warten müssen. Sind hier einfach irgendwo an den Strand gefahren. Da hat es dann nichts zu essen gegeben, aber wir haben einen Pool gesehen. Dann sind wir schnell noch in den Pool reingesprungen. Und dann sind wir an diesem Grundstück hier vorbeigefahren und konnten einfach hier direkt drinnen parken. Die Besitzerin ist super nett. Und ja, wir leben hier wirklich im Luxus, ehrlich gesagt. Ich meine, da vorne ist der Pool. Aber ich ziehe halt auch den Luxus an. Ja, ich glaube auch. Also so habe ich mir meine Afrika-Tour ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Jan hier gerade am Bombos verteilen. I don't have more. Jan völlig überfordert hier. Nee, jetzt gibt's keine mehr, würde ich sagen. Bye. Oh fuck, der ist hinten drauf, Alter. Der ist hinten drauf. Der kleine Junge. Jetzt ist er weggefallen. Alter. Jetzt haben wir sie abgeschüttelt. Und was sagst du dazu? Verrückt. Ist krass, oder? Die haben eine richtige Lebensfreude. Sag mal, wie geil ist der Spot hier? Am liebsten würde ich bleiben. Das wird chillig. Wir müssen jetzt leider gleich wieder zurück nach Accra, das Visa abholen.
Ich hoffe, dass wir es auch bekommen. Wir müssen leider diesen wunderschönen Platz hier verlassen. There it is! Elfenbeinküste Visa dann. Richtig, richtig geil. Wir haben es jetzt gerade abgeholt hier bei der Embassy. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mein schönstes Outfit mal wieder angezogen habe. Dass sie es uns gleich gegeben haben. Oh, I love it, I love it. Da sind wir gestern Abend drin gesteckt. Wir wollten einfach nur von diesem Weg runterfahren und ich habe es vorher überprüft, aber es war halt ultra schlammig dann irgendwie, sind voll eingesunken. Ich dachte, es ist eine gute Idee, hier runterzufahren. Ich dachte, es ist alles hart, völlig eingegraben hier. Wir sind stuck, da ist der Strand, da sind die Palmen. Ob die Palme das auch vom Wurzelwerk hält oder umfällt, weil das Auto halt schon schwer ist. Weil wenn die umgefallen wäre, dann hätte die einfach die Stromleitungen hier gekappt. Und ich glaube, die Einheimischen aus dem nächsten Dorf wären ziemlich wütend gewesen. Aber wir hatten jetzt wieder einen richtig geilen Schlafplatz hier, direkt am Meer. Weg von allem Möglichen, kann man meinen. Aber hier in Afrika ist man einfach nie allein, denn heute Nacht war dann hier noch komplett Rambazamba. Hier waren bestimmt 40, 50 Leute, die ja, ihr Netz reingezogen haben, weil die machen das quasi wie ein U und es geht dann 200-300 Meter rein ins Meer. Also die fahren das mit einem Boot rein, lassen das raus mit dem Boot und dann wird von beiden Seiten quasi einfach Tauziehen gemacht. Aber das für 1,5 Stunden und da hilft das ganze Dorf mit. Jan, wie war der Schiss? Bei meinem Stuhlgang gibt es keinen Grund zur Sorge. Der gefällt mir. Da sind wir alle froh. Ja. Also wirklich, man muss sagen, Stuhlgang ist ein Indiz für Krankheiten. Ja. Und wenn der gut ist, dann ist alles gut. Das ist so traurig eigentlich. Das ist so traurig. Das ist das wahre Müllproblem in Afrika. Selbst wenn man seinen Mülleimer schmeißt, es landet nicht im Müll. Aber hier wird es verbrennt, hier wird es noch aussortiert. Das hochwertige Plastik kommt raus und damit wird noch Geld verdient. Wir besuchen eine historische Festung in Elmina. Das Schloss dient heutzutage als Gedenkstätte und Museum und war eins der vielen Festungen am Meer, welche als Umschlagsplätze für den transatlantischen Sklavenhandel dienten. Menschen wurden aus Dörfern entführt und aus ihren Familien gerissen und auf brutalste Weise hierher verschleppt, um dann Tage oder Wochen später mit einem Boot in verschiedenste Länder verkauft zu werden, ohne zu wissen, was auf sie zukommt und ob sie jemals zurückkommen. Viele starben bereits, bevor sie das Fort verließen, an Krankheiten, Verletzungen und Übergriffen. Das Perverse an der Sache war, dass sich direkt über der Halle, in der unzählige Menschen auf engstem Raum in ihren eigenen Exkrementen schrien und starben, ein Kirchenraum befand, in dem Gottesdienste abgehalten wurden. Zwischen 1482 bis 1807 war das Fort unter Herrschaft von Portugal, Niederlande und Großbritannien. In dieser Zeit wurden alleine dort bis zu 1 Million Menschen durchgeschleust. 40-45% davon kamen nach Brasilien. Ein Riesengeschäft für alle Beteiligten und einfach nur unmenschlich, brutal und traurig. Menschen können doch echt scheiße sein. Wir besuchen noch den lokalen Fischmarkt, bevor wir weiter entlang der Küste in den Westen fahren.
Das ist die Grundkonstruktion, wie die ihre Lehmhäuser bauen. Das ist quasi die Schalung aus Bambus und dann wird das hier einfach nur in der Mitte aufgefüllt. Gerade gesagt, in 3 Monaten ist das Ding hochgezogen und es hält was, 3 Jahre? Nee, 30 Jahre. Und so sieht es dann am Ende aus. Wir werden weiter durchs Dorf geführt und besuchen auch die lokale Schule, bei der Jan kurzerhand den Lehrer rauswirft und selbst unterrichtet. Good morning, everybody. Good morning, Mr. Jan. Thank you. So today I want to teach a little bit of German. One thing is to say hello. In German it is hallo. Hallo. So let's say hallo. 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 Mein Name ist. We have this in German school. This means the silent fox. If I'm showing this sign, you have to be quiet so that that person can speak. What do you want to say in German? What is important for you? We want to say we are hungry. I'm hungry. Ah. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Perfect, perfect. My name is Nino Divrakundo. Very, very good. Think about your dreams. What do you want to reach in life? What is the purpose for you to be? Where I am good in and where can I help other people with this skill that I have? So this is a little homework you can think about. So you need to know what you focus on, what is important to you. And this will help you a bit in life. Irgendwie war Jans Unterrichtsstunde etwas sinnvoller wie meine. Can you say Scheiße? Can you say Scheiße?
Alter, gerade gab es einfach einen Unfall hier. Jemand ist voll gegen das Auto gefahren von uns. Das andere Auto ist, ich glaube, total schaden. Und da geht es jetzt gerade richtig ab. Film mal raus. Film mal kurz. Yes, Alter, fahr einfach. Somebody just crashed into my car. You see? Backward, don't go. Backward. Say don't go. Why? Everything you treat with mother. No, it was not our fault. Go back, small. Go back. No. Jetzt sind die uns gerade hinten drauf gefahren. Motorradfahren. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir haben uns gerade Essen geholt, hatten das Auto am Straßenrand stehen. Plötzlich macht es einen riesen Schlag. Und der Motorradfahrer, den hat es hinten, also unter unser Auto gelegt. Ja, und jetzt sind wir schnell gegangen, weil ich glaube, am Ende geben die noch uns irgendeine Mitschuld, obwohl wir ja gar nichts gemacht haben. Weil wir hatten das Auto einfach nur abgestellt, also der hat da überhaupt keine Mitschuld. Auf dem langen Weg zum Nationalpark im Norden des Landes werden wir plötzlich von einer Goldmine in die Stadt eskortiert und landen auf einem umzäunten Privatgelände, in dem die Minenarbeiter uns zum Barbecue und vielen Biers einladen. Außerdem dürfen wir in einer klimatisierten Unterkunft für Geschäftsreisende übernachten. Keine Ahnung, wie wir hier wieder gelandet sind. Danke euch für die wunderbare Gastfreundschaft. Doch jetzt geht's erstmal weiter in den Nationalpark, um Elefanten zu sehen. Have a great day. Doch leider kommen wir nicht so weit, denn das Auto macht ein lautes Geräusch und danach geht nichts mehr. Wir stehen. Kacke.